Das Leben am preußischen Hof verlangte von Luise ein hohes Maß an Anpassung an unbekannte Personen, Regeln und Pflichten. Ihr ungezwungenes Naturell stand dabei manches Mal im Wege. Als Oberhofmeisterin wurde ihr eine erfahrene Hofdame zur Seite gestellt, die Gräfin Sophie Marie von Voss. Nach anfänglichen Konflikten zwischen ihrer strengen Berufsauffassung und Luises Neigung zu unkonventionellen Verhalten war sie der Kronprinzessin und späteren Königin eine unentbehrliche Lehrmeisterin in höfischer Etikette und blieb ihr bis zuletzt eine vertraute Ratgeberin und Freundin. Hilfreich für Luises Eingewöhnung in die neue Situation war, dass Friedrich Wilhelm im privaten Bereich jede Art von hergebrachter Förmlichkeit ablehnte. Das Paar pflegte einfache, in diesen Kreisen ungewöhnliche Umgangsformen. Man duzte sich und sprach voneinander wie von meinem Mann und meiner Frau. Spaziergänge ohne Gefolge auf der Straße unter den Linden, Besuche von Volksbelustigungen wie dem Berliner Weihnachtsmarkt und dem Erntedankfest entsprachen offensichtlich ihrer persönlichen Neigungen und wurden von der Bevölkerung beifällig zur Kenntnis genommen. Ihr Hang zur Einfachheit bestimmte auch die Auswahl der Wohnsitze. In Berlin zogen sie das Kronprinzenpalais dem Schloss vor. Die Sommermonate verbrachten sie vorzugsweise nahe der Residenzstadt Potsdam im Schloss Paritz, einem Landschloss. Das einfache Schloss, das wegen seiner Lage von Zeitgenossen auch den Beinamen Schloss still im Land erhielt, bot Friedrich Wilhelm Erholung von seinen Amtsgeschäften und Luise die Landluft und Ruhe, die sie besonders während ihrer zahlreichen Schwangerschaften schätzte. Als Mutter erfüllte Luise alle Erwartungen, die an sie gestellt wurden. In knapp 17 Ehejahren brachte sie 10 Kinder zur Welt. Einige gelangten in höchste Positionen. Ihr ältester Sohn Friedrich Wilhelm war von 1840 bis 1861 König von Preußen. Der nächstgeborene Wilhelm folgte seinem Bruder auf den Thron und wurde 1871 deutscher Kaiser. Die Tochter Friederike Charlotte heiratete 1817 den Thronfolger Nikolaus von Russland und wurde so 1825 unter dem Namen Alexandra Fjodorowna russische Zarin. Die Kinder waren immer in der Nähe der Eltern. Obwohl ihre Bildung weitgehend angestellten Erziehern überlassen wurde und das Verhältnis des Königs zu den Kindern zuweilen als recht distanziert beschrieben wird, bot man doch das Bild einer kinderreichen, glücklichen Familie, ein Muster für die entstehende bürgerliche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Am 16. November 1797 starb Friedrich Wilhelm II. Sein Tod wurde in Preußen nicht nur betrauert. Mit seiner unglücklichen Außenpolitik, mit Mätressenwirtschaft und Verschwendungssucht hatte er das Land und dessen Ansehen stark beschädigt. Angewidert vom moralischen Zerfall am Hofe seines Vaters, wie Intrigen einer kleinen Hofklicke oder die Affären des königlichen Vaters, der am Ende mit 3 Frauen zugleich verheiratet war, so war er bemüht, die Sittlichkeit im Königshaus wiederherzustellen. Die Gräfin von Lichtenau, die von ihm gehasste Mätresse seines Vaters, ließ Friedrich Wilhelm unter Arrest stellen. Ihre Wohnung wurde durchsucht und ihr Besitz beschlagnahmt. Der König warf ihr in einer Kabinettsorder vom 13. März 1798 vor, die wichtigsten wie die geringsten Regierungsangelegenheiten von ihren landesverderblichen Einfluss abhängig gemacht zu haben. Allerdings fanden die königlichen Untersuchungen keinen Beweis dafür, dass sie in die Politik Friedrich Wilhelms II. Eingegriffen habe.
Sein Sohn Friedrich Wilhelm III. War bei Regierungsantritt erst 27 Jahre alt, schüchtern in der Öffentlichkeit und sprachlich wenig ausdrucksfähig, war unschlüssig vor Entscheidungen und kaum darauf vorbereitet, ein problembeladenes Königreich in schwieriger Zeit zu regieren. An seiner Seite wurde Luise mit 21 Jahren Königin. Am 12. Juli 1806 wurde in Paris der Vertrag über den Rheinbund geschlossen. Napoleon dehnte seine Einflussbereiche im deutschen Gebiet erheblich aus. Preußen fühlte sich provoziert. Der König war jedoch noch immer unentschlossen. Erst auf Drängen verschiedener Berater sowie unter dem Einfluss seiner Frau, die in Napoleon ein moralisches Ungeheuer sah, änderte er seine Meinung und erklärte Frankreich am 9. Oktober 1806 den Krieg. Als Mittelpunkt dieser sogenannten Kriegspartei erreichte Luise von Mecklenburg-Strelitz wohl den Höhepunkt ihres politischen Einflusses. Nur 5 Tage später erlitten die schlecht geführten, getrennt kämpfenden preußischen Truppen bei Jena und Auerstedt vernichtende Niederlagen. Die Reservearmee wurde bei Halle geschlagen und fast alle befestigten Städte ergaben sich kampflos. Am 27. Oktober 1806 zog Napoleon als Sieger in Berlin ein. Friedrich Wilhelm III. Und Luise hatten sich in der Nähe des Kriegsschauplatzes aufgehalten. Im Chaos des Zusammenbruchs mussten sie sich auf getrennten Wegen retten. Luise gelangte mit den Kindern, ihrem Leibarzt und der Gräfin Voss über mehrere Zwischenstationen Auerstedt, Weimar und Blankenhain nach Königsberg. Dort erkrankte sie schwer am Nervenfieber, wie man damals den Typhus nannte. Noch während ihrer Krankheit drohte Napoleon mit seiner Armee Königsberg zu erreichen. Ihr Leibarzt bot an, mit der Königin zurückzubleiben. Sie lehnte ab. »Ich will lieber in die Hände Gottes fallen, als dieses Menschen.« Als Fluchtort kam nur noch Memel im äußersten Nordosten des Landes in Frage. Bei starkem Frost und Schneetreiben musste die Gruppe um die schwerkranke Luise den Weg über die Landzunge der Kurischen Näherung zurücklegen, die im Winter kaum passierbar war. Nach 3 anstrengenden Tagen und höchst unbequemen Nächten war das Ziel erreicht. Ihr Leibarzt stellte sogar überrascht eine gewisse Besserung im Befinden der Königin fest.